Gewaltige schneebedeckte Berge und überall Wale, willkommen in der Antarktis. Die gewaltige Eislandschaft der Antarktis verbirgt weit mehr als nur eine schneebedeckte Wüste. Unter der Oberfläche liegen schockierende Geheimnisse und Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Seit Jahrzehnten trotzen Wissenschaftler den extremen Bedingungen, um erstaunliche, aber auch beunruhigende Entdeckungen zu machen. Während weltweit das Eis schwindet, treffen die größten Auswirkungen oft Menschen, die weit davon entfernt leben. Einige Funde stellen unser Verständnis der Vergangenheit der Erde in Frage, andere deuten auf kaum Vorstellbares hin. Begleiten Sie uns bei 20 erschreckenden Wahrheiten über die Antarktis. Ein Meteorit vom Mars? Unter den außerirdischen Gesteinsbrocken, die auf den Eisflächen der Antarktis verstreut liegen, ragt einer besonders hervor, da er unser Verständnis von Leben im Sonnensystem nachhaltig beeinflusst hat. Dieses umherirrende Fragment eines Asteroiden mit dem Namen RP-80001 stammt ursprünglich vom Mars. Bevor eine Kollision es auf eine Million Jahre lange Reise durch den Weltraum schickte, bis es schließlich in der Antarktis landete. Entdeckt im Jahr 1984, zeigte eine schnelle Analyse des kleinen Meteoriten, dass seine chemische Zusammensetzung exakt mit den Marsbodenproben übereinstimmt, die von den Viking-Sonden untersucht wurden. Diese Verbindung bestätigte, dass ALI 84001 durch einen uralten Meteoriteneinschlag von der Oberfläche des roten Planeten abgesprengt wurde. Doch unter starker Vergrößerung offenbarte er eine noch erstaunlichere Entdeckung: seltsame mikroskopisch kleine, wurmartige Strukturen tief in seinen Rissen und Poren, die versteinerten Marsbakterien ähneln, obwohl die Beweise nicht eindeutig sind. Argumentieren zahlreiche Experten, dass diese winzigen Formen tatsächlich uralte Mikrofossilien vom Mars darstellen könnten. Andere Forscher entgegnen jedoch, dass ähnliche, gewundene organische Strukturen auch durch gewöhnliche geochemische Prozesse ohne jegliches Leben entstehen können. Dennoch veränderte AL 84001 die Sichtweise auf außerirdische Lebensformen grundlegend. Es gibt konkrete Hinweise darauf, dass biologische Spuren aus fremden Welten die Erde erreichen können und wenn sich Leben tatsächlich auf dem frühen, wärmeren Mars entwickelt hat, wie viele Experten annehmen, könnten künftig weitere biologische Spuren in Meteoriten entdeckt oder sogar direkt von Rovern auf der Marsoberfläche nachgewiesen werden. Der mysteriöse Vostok-See und seine Anomalien. Tief unter der eisigen Oberfläche der Antarktis liegt eine verborgene Welt aus flüssigem Wasser, das durch enormen Druck vor dem Gefrieren bewahrt wird. Wissenschaftler haben über 400 subglaziale Seen kartiert, die im Inneren der Antarktis verteilt sind und in ewiger Dunkelheit unter der Eisdecke verborgen liegen. Diese isolierten, unerforschten Gewässer sind seit bis zu 25 Millionen Jahren von der Außenwelt abgeschnitten. Welche seltsamen Lebensformen könnten sich in diesen extremen Lebensräumen entwickelt haben? In den 1970er Jahren enthüllten Radaruntersuchungen der antarktischen Eisdecke ungewöhnliche, helle Signale, die auf tief eingeschlossene, flüssige Seen hindeuteten. Diese Entdeckungen weckten sofort das wissenschaftliche Interesse an den verborgenen Wassern der Antarktis und möglichem Leben darin. Doch der Zugang zu subglazialen Seen stellt gewaltige Herausforderungen dar, um den größten bekannten See, den Vostok-See, zu erreichen. Müssen Bohranlagen mehr als 3 Kilometer massives Eis durchdringen. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang russischen Wissenschaftlern im Jahr 1996 ein bedeutender Durchbruch. Als sie die Ränder des Sees erreichten, Radardaten zeigen, dass dieses gewaltige Süßwasserreservoir seit bis zu 14 Millionen Jahren vollständig von Sonnenlicht und Atmosphäre isoliert ist. Mikrobiologische Untersuchungen des Eises direkt über der Seeoberfläche entdeckten lebende Bakterien. Könnten diese Organismen aus einem abgeschlossenen Ökosystem, tief im lichtlosen Vostok-See, stammen? Als die Bohrungen im Jahr 2012 schließlich in das eiskalte Wasser vordrangen, zeigten Analysen tausende einzigartige Gensequenzen, was auf das Vorhandensein komplexer Organismen hindeutet.
Obwohl Bohrungen das Risiko bergen, dieses unberührte Umfeld zu verunreinigen, gehen Wissenschaftler davon aus, dass der Wostoksee spezialisierte Extremophile beherbergt, die unter sauerstoffarmen Bedingungen gedeihen können. Zukünftige Forschungen müssen äußerste Vorsicht walten lassen, um keine modernen Mikroorganismen in diese uralte polare Zeitkapsel einzubringen. Mit dem fortschreitenden Klimawandel wachsen zudem die Sorgen über mögliche Störungen durch die Freisetzung von Mikroben des Wostoksees in das vernetzte subglaziale Wassersystem der Antarktis. Die uralte Landschaft unter dem Eis, bahnbrechende Entdeckungen unter der gewaltigen Eisdecke der Antarktis haben eine verborgene, uralte Landschaft ans Licht gebracht, mit hohen Gebirgen, weiten Tälern und sogar Spuren einst fließender Flüsse. Mit Hilfe moderner Radartechnologie konnten Forscher kilometerdickes Eis durchdringen und dieses ursprüngliche Terrain sichtbar machen. Dabei zeigte sich deutlich, dass die Antarktis einst ein deutlich wärmerer und üppigerer Lebensraum gewesen sein muss. Bereits in den 70er Jahren deuteten erste Radaruntersuchungen auf ungewöhnliche Strukturen tief unter der Oberfläche hin. Doch erst Jahrzehnte später ermöglichte fortschrittliche Technik eine detaillierte Erforschung dieser Signale. Im Jahr 2019 enthüllten hochauflösende Radaraufnahmen schließlich eine Landschaft aus Gebirgen, gewundenen Tälern, Seen sowie verzweigten Flussläufen und Wasserkanälen. Diese Formationen lagen unter Eisschichten verborgen, die in manchen Regionen bis zu fast 5 Kilometer dick sind, eine Entdeckung, die selbst Experten überraschte. Die Bedeutung dieser Funde ist enorm. Statt einer dauerhaft gefrorenen Wüste deutet alles darauf hin, dass die Antarktis einst eine vielfältige, gemäßigte Umgebung mit reichlich Niederschlag und dichter Vegetation war. Wissenschaftler vermuten, dass die entdeckten Täler früher Regenwasser aus üppigen Küstengebirgen ableiteten, die heute längst unter Eis begraben sind. Zusätzliche Belege liefern fossile Abdrücke in antarktischem Gestein. Sie zeigen eindeutig, dass einst eine große Vielfalt an Pflanzen und sogar Bäumen auf dem Kontinent existierte. Zusammengenommen zeichnen diese Hinweise das Bild einer dynamischen Antarktis, die sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder drastisch verändert hat, beeinflusst durch komplexe klimatische Verschiebungen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Kontinent über lange Zeiträume weiter nördlich lag und dadurch wärmere Klimazonen erreichte. Während längerer Warmzeiten schmolzen große Teile der Eisdecke, wodurch die darunterliegende Landschaft freigelegt wurde. Wälder breiteten sich aus und bedeckten das Land, das durch den Rückzug der Gletscher neu entstand. Doch heute liegt all das wieder verborgen, eingefroren in der Zeit, tief unter Kilometern aus Eis, Millionen Jahre alte DNA, wie urzeitliche Insekten im Bernstein bewahrt. Beherbergen die eisigen Gewässer der Antarktis biologische Spuren aus verschiedensten Erdzeitaltern, uralte Umwelt-DNA, zwar fragmentiert, aber noch analysierbar. Wurde kürzlich aus Meeresbodenablagerungen der Antarktis gewonnen und sequenziert. Sie ist erstaunliche 1.900.000 Jahre alt und damit die älteste jemals entdeckte DNA auf der Erde. Welche Geschichten könnten diese mikroskopischen genetischen Zeitreisenden erzählen? Expeditionen, die bis in eine Tiefe von über 800 Metern in die dunkle gefrorene Scotia-See vordrangen, förderten diese wertvollen SEDA-DNA-Proben zutage, eingeschlossen in sich ansammelndem Tiefseeschlamm. Dieses biologische Material stammt von längst ausgestorbenem marinem Phytoplankton, mikroskopisch kleinen Algen, die die Basis der ozeanischen Nahrungsketten bildeten und zugleich das globale Klima durch die Aufnahme von Kohlendioxid regulierten. Die Analyse genetischer Veränderungen in dieser uralten DNA ermöglicht es, eine biologische Zeitleiste der Evolution zu rekonstruieren und vergangene Schwankungen der Meeresoberflächentemperaturen nachzuvollziehen. Ähnlich wie Eisbohrkerne für das Klima liefern auch die sich ablagernden Sedimentschichten kontinuierlich DNA ausgestorbener Arten auf den Meeresboden. So entstehen gewaltige genetische Archive, die Anpassungen der antarktischen Ozeane und Klimaveränderungen über mehr als 30 Millionen Jahre dokumentieren. Doch diese einzigartige Stabilität, die es der im Schlamm eingeschlossenen DNA ermöglicht hat, so lange zu überdauern, ist nun bedroht.
Wärmere zirkumpolare Tiefenwasser dringen ein und beginnen die uralten Eisstrukturen zu schmelzen, die diese Archive schützen. Während der Klimawandel somit die evolutionären Aufzeichnungen der Antarktis langsam auslöscht, könnten unzählige Geschichten der Vergangenheit und Warnungen für die Zukunft für immer im Nichts verschwinden. Die desorientierende magnetische Anomalie, Kompasse, die sich unkontrolliert drehen, Störungen in Navigationssystemen von Flugzeugen und empfindliche wissenschaftliche Instrumente, die verrückt spielen. Diese Phänomene gaben Forschern in der Antarktis lange Rätsel auf, bis ein Hinweis auftauchte. Der Ursprung lag im Kontinent selbst. Wissenschaftler erkannten schließlich, dass große Teile der Ostantarktis ungewöhnliche Störungen im Magnetfeld aufweisen, stark genug, um die Orientierung zu beeinträchtigen. Ende der 1950er Jahre bemerkten Forscher erstmals seltsame lokale Effekte, die den Betrieb naher russischer Stationen erschwerten. Kompassnadeln drehten sich ohne erkennbaren Grund, ohne nach Norden zu zeigen. Über Jahrzehnte hinweg kartierten Luftaufnahmen und Expeditionen am Boden schrittweise die Grenzen dieses Pols der Kälte und enthüllten eine Zone von über 1,5 Millionen Quadratkilometern, in der das Magnetfeld der Erde stark schwankt. Die Anomalien konzentrieren sich offenbar nahe dem subglazialen Gamberzew-Gebirge beim Vostoksee und verlaufen entlang einer wichtigen geologischen Grenze. Die genaue Ursache ist noch nicht vollständig geklärt. Aktuelle Theorien gehen davon aus, dass das unterirdische Gestein mit stark magnetischen metallischen Mineralien die lokalen Magnetfeldlinien verzerrt. Andere Hinweise deuten darauf hin, dass uralte tektonische Verschiebungen ein dauerhaftes magnetisches Signal hinterlassen haben könnten. Unabhängig von der genauen Erklärung hat diese weitreichende magnetische Störzone bedeutende Auswirkungen auf Navigation und Forschung, sowohl als Herausforderung als auch als Chance. Flugoperationen erfordern besondere Vorsicht, doch die schwankenden Kräfte liefern gleichzeitig wertvolle Einblicke in die inneren Dynamoprozesse der Erde, die das schützende Magnetfeld unseres Planeten erzeugen. Beweise für vergangene Klimaveränderungen. Trotz ihrer geografischen Abgeschiedenheit liefert die Klimageschichte der Antarktis tiefgreifende Erkenntnisse von globaler Bedeutung. In Eisbohrkernen eingeschlossene Luftblasen aus längst vergangenen Zeiten offenbaren ein einzigartiges Archiv der atmosphärischen Bedingungen, das bis zu 800.000 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht. Diese Sammlung mikroskopischer Hinweise ermöglicht es Wissenschaftlern, frühere Klimazustände zu rekonstruieren und zu überprüfen. Daten, die auch für zukünftige Erwärmungstrends richtungsweisend sind. Analysen zeigen, dass sich die Eisbohrkerne mit Erdbahnzyklen sowie Eiszeit- und Zwischenwarmzeitphasen abgleichen lassen, wie sie auch in Meeressedimenten weltweit dokumentiert sind. Diese Klimaarchive erzählen eine klare Geschichte. Die Vereisungs- und Schmelzzyklen der Antarktis stehen seit langem in engem Zusammenhang mit Schwankungen von Kohlendioxid und Methan. Die Kernproben belegen, dass Treibhausgase eine zentrale Steuergröße für die globale Temperatur sind. Zugleich zeigen sie beunruhigende Hinweise auf vergangene Erwärmungsphasen, in denen die Temperaturen innerhalb weniger Jahrzehnte stark anstiegen und anschließend über Jahrtausende auf erhöhtem Niveau blieben. Eine genauere Betrachtung dieser abrupten Klimaveränderungen deutet auf wiederkehrende Auslöser hin, etwa den Zufluss von Schmelzwasser oder Veränderungen der Meerestemperaturen, die tiefen Strömungen der Ozeane stören. Doch die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen übertreffen inzwischen natürliche Rückkopplungen und könnten den Temperaturanstieg über das hinaus beschleunigen, was Ökosysteme verkraften können. Bereits heute zeigen die Schelfeise und Küstengletscher der Antarktis alarmierende Anzeichen von Instabilität, da wärmere, zirkumpolare Tiefenwasser sie von unten angreifen. Satellitenbilder belegen zudem den plötzlichen Zerfall gewaltiger Taffeleisberge wie Larsen A und B und verdeutlichen die Zerbrechlichkeit des Polareises in einer sich erwärmenden Welt. Wenn die Vergangenheit ein Hinweis ist, könnten die heutigen Veränderungen in der Antarktis noch größere globale Klimastörungen ankündigen. Die winzigen Luftblasen im Eis senden eine klare Warnung. Die Menschheit steht vor der Entscheidung:
dieses planetare System zu stabilisieren oder die Erde in einen unumkehrbaren Treibhauszustand zu treiben. Verborgene Höhlen, erwärmt durch vulkanische Aktivität, obwohl die Antarktis oft als endlose Eiswüste dargestellt wird. Verbirgt sich tief unter ihrer gefrorenen Oberfläche ein verborgenes Netzwerk aus eisfreien Oasen. Thermische Kartierungen und Radaruntersuchungen haben über 150 subglaziale Vulkane identifiziert, die in bestimmten Regionen aktiv die Gesteinsschichten unter dem Eis erwärmen. Diese geothermische Wärme speist Höhlen, die mit Schmelzwasser gefüllt sind, und schafft isolierte Lebensräume mit überraschend milden Bedingungen. Kartierungsprojekte wie BATMAP 2 zeigen, dass die Antarktis unter ihrer Eisdecke stark vulkanisch geprägt ist. Die strahlende Wärme von glühenden Gipfeln und aktiven Rissen breitet sich über hunderte Kilometer aus und formt ein labyrinthisches System aus Tunneln und teilweise luftgefüllten Höhlen, vergleichbar mit einem Schweizer Käse. In diesen dunklen, fremdartigen Untereiswelten, die seit Jahrtausenden isoliert sind, liegen die Temperaturen bei etwa 25 Grad Celsius, warm genug, um Eiswände schmelzen zu lassen und flüssiges Wasser zu bilden. Obwohl diese Regionen noch kaum erforscht sind, haben jüngste Expeditionen Kameras und wissenschaftliche Instrumente in diese verborgenen Räume hinabgelassen. Erste mikrobiologische Analysen zeigen Spuren von Moosen und sogar komplexeren Organismen, die tief in diesen thermischen Rückzugsorten existieren. Welche unbekannten Lebensformen könnten noch tiefer in dieser fremden Unterwelt verborgen sein? Könnten diese Höhlen auf mikroskopischer Ebene wie dichte Dschungel funktionieren, voller wärmeliebender Ökosysteme? Die Forschung steckt noch in den Anfängen, doch diese Wärmeinseln liefern wertvolle Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen Leben selbst auf eisigen Welten im Sonnensystem entstehen oder überdauern könnte. Schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel, aus dem Weltraum sichtbar ein globales Phänomen. Während der Mensch weiterhin das Energiegleichgewicht der Erde verändert, gehören die gewaltigen Pine Island und Thwaites Gletscher, die sich immer schneller in Richtung Amundsen-See bewegen, zu den deutlichsten Vorboten eines weltweiten Umbruchs. Satelliten, die die Dynamik des Polareises überwachen, zeigen, dass diese geschwächten Eisriesen sich heute mit einer Geschwindigkeit zum Meer hin bewegen, die selbst Experten überrascht. Der Thwaites Gletscher, im Fokus intensiver internationaler Forschung, könnte allein aufgrund seiner enormen Größe den Meeresspiegel katastrophal ansteigen lassen. Bereits seit den 1990er Jahren hat sich seine Fließgeschwindigkeit nahezu in jedem Jahrzehnt verdoppelt, ein Trend, den Glaziologen als deutliches Zeichen eines unumkehrbaren Kollapses werten, sobald die stabilisierenden inneren Eisschelfe zerbrechen. Gleichzeitig zeigt auch der benachbarte Pine Island Gletscher, der sich seit 1992 um über 30 Kilometer zurückgezogen hat, deutliche Anzeichen von Instabilität mit globalen Folgen. Modelle deuten darauf hin, dass er jährlich etwa 1 Millimeter zum Meeresspiegelanstieg beiträgt, ein Wert, der durch die Erwärmung der tiefen Ozeane und das Schmelzen von unten zunehmend schneller wächst. Ähnlich wie Eisblöcke in einem warmen Wasserbad führt diese Unterwassererosion dazu, dass sich Eiszungen lösen und schneller ins Meer fließen. Forscher warnen daher, dass wir uns einem kritischen Punkt nähern, an dem der Rückzug der Gletscher eine sich selbst verstärkende Kette auslöst, ein Prozess, der langfristig zu einem Anstieg des Meeresspiegels um über 3 Meter führen könnte, falls die Treibhausgasemissionen ungebremst weiter steigen. Diese sich entfaltende Krise bedroht ganze Inselstaaten sowie dicht besiedelte Küstenregionen, in denen bis zum Jahr 2100 etwa 10% der Weltbevölkerung leben könnten. Seltsame Geräusche aus der Tiefe, die endlosen Schnee- und Eislandschaften der Antarktis erklingen wie eine unheimliche Symphonie, komponiert allein von der Natur. Vom Knirschen und Singen sich bewegender Eismassen bis hin zu gewaltigen Dröhnen unbekannter Herkunft in küstennahen Gewässern haben Forscher eine Vielzahl akustischer Anomalien dokumentiert, die über den Kontinent hallen, während einige dieser rätselhaften Klänge wissenschaftlich erklärt werden können. Bleiben andere ein Geheimnis und erfordern weitere Untersuchungen in den abgelegenen Regionen der Antarktis.
In mehreren Gebieten registrierten Wissenschaftler nahezu konstante, brummende Schwingungen, die aus dem Oberflächeneis stammen. Diese bedrohlich wirkenden Geräusche entstehen durch ultratieffrequente seismische Wellen, ausgelöst von Winden, die über weite, wellenförmige Eisflächen streichen. Unterschiedliche Tonhöhen und Rhythmen zeigen dabei an, ob sich Eisschelfe beschleunigen oder verlangsamen, als Reaktion auf klimatische Veränderungen. So liefern die Harmonien des Eises eine Art Frühwarnsystem, vergleichbar mit Puls und Atmung eines Patienten. Hydroakustische Systeme haben zudem gewaltige, donnernde Impulssignale aufgezeichnet, die an Unterwasserexplosionen erinnern und aus unbekannten Quellen tief unter dem Meereis stammen. Diese dramatischen Geräusche deuten auf geologische Prozesse hin, etwa einstürzende Höhlen unter dem Eis oder plötzliche Methanfreisetzungen aus Sedimentschichten. Doch Schallpegel von über 210 Dezibel weisen auf noch extremere Kräfte hin als bisher bekannt. Theorien reichen von außergewöhnlich starken Wallgesängen bis hin zu bislang völlig unbekannten Phänomenen, die erst noch entdeckt werden müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.